Mit 3G Medical haben wir ein besonderes Unternehmen, das wir begleiten dürfen. Ein Unternehmen, das von 3 Brüdern gegründet wurde. Andreas Gottwald, Markus Gottwald und Thomas Gottwald. Einem Physiker, einem Mediziner und einem Diplom-Ingenieur. Mein Name ist Andreas Gottwald, ich bin also eines der 3 Gs von 3G. Ich bin ausgebildeter Medizinphysiker und arbeite seit vielen Jahren im Bereich Forschung, Entwicklung, Innovation. Mein Name ist Markus Gottwald, ich bin vom Beruf Arzt, Unfallchirurg und Orthopäde, auch Sportmediziner und komme selber aus dem Leistungssport und habe dadurch, glaube ich, eine sehr intensive Beziehung zur Gesundheit, zur Bewegung und wie fühlt man sich wohl. Mein Name ist Thomas Gottwald, vom Beruf Ingenieur, also habe Elektrotechnik studiert mit Schwerpunkt Medizin und bin also in unserem gemeinsamen schönen Projekt eben für die Entwicklung und das Projektmanagement zuständig. Die nächsten 18 Monate werden sehr intensiv. Es geht darum, aus der Idee ein Unternehmen aufzubauen. Bis jetzt haben die 3 Brüder aus dem Bedürfnis heraus gearbeitet, dass sie den Menschen mehr Wohlbefinden bringen wollen. Gehen wir gleich einmal das Race. Fangen wir wieder an. Ein kurzes Recap. Was ist letzte Woche passiert? Wer will anfangen? Ich starte gern wieder. Was ich berichten kann, ich habe erstens einmal habe ich mit dem Entwickler das erste rollierende Weekly Meeting gemacht. Also ich mache jetzt jede Woche mit ihm ein Meeting, wo wir abklären, was läuft, was geht weiter, wo gibt es Risiken und so weiter, dass wir wissen, was ist. Er ist sehr intensiv dran, das gefällt mir und wir werden auch nächste Woche einen ersten entscheidenden Versuch machen. Er hat nämlich so ein 60 cm großes Halbschale bestellt, also etwas, das Material wie unsere Schale ist. Und wir werden einen Drucktest nächste Woche durchführen. Ich werde, wenn ich Zeit habe, dazukommen und wir werden ein bisschen basteln und schauen, ob das erstens einmal funktioniert und zweitens, ob die Transparenz, die wichtig ist, wenn das Ding nicht transparent ist, der Kunststoff, dann haben wir ein Problem. Ich habe mich ein bisschen um Patentgeschichten gekümmert. Also ich habe mir ein bisschen angeschaut, ich habe da jetzt erste Kontakte, wo interessant sind. Und was ganz spannend ist, ich habe gestern Abend einen guten Freund von mir, mit dem habe ich gestern ein Fläschle Wein gebückt. Kostet mir jetzt ein bisschen Kopfweh zwar, aber es war sehr interessant, weil er ist seit 20 Jahren in der Leitung. Dann war es kein guter Wein. Wohl, es war ein guter, nur wenn ich natürlich am Schluss noch 2 kleine Bier hinterher trinke, war es vielleicht nicht schlau. Gib's zu. War Und die 5 Tequilas verschweigt er uns. ja. Nee, genau. Und was aber spannend war, ich meine, das ist ein Studienkollege von mir, der ist schon über 20 Jahre, das ist ein Hexagon-Konzern, die machen unheimlich Kohle in geodätische Geräte, Vermessung und so. Und er ist eigentlich seit vielen Jahren der Spezialist für Patente. Also er schreibt auch Patente und so weiter. Er ist da voll gut drauf. Der kennt sich aus, also durch was, er macht sogar Schulungen für das ganze Thema. Also der ist wirklich Profi und er hat mir auch angeboten, er dürfte mir jederzeit, wenn wir was haben, durchlesen. Und wir haben, ich meine, das ist natürlich eine Vertrauensperson, er hat mir ein bisschen, mir haben geklärt, was für Patente spannend sind und er hat eben immer gesagt, ja, Verschluss und Druck und so weiter. Und hat er gemeint, naja, aber denkt dran, gerade weil wir ja darüber reden, dass unsere Kammer im Gegensatz zu den anderen eben unheimlich komfortabel ist, um auch Patienten reinzubringen, die eine Behinderung haben oder halt eine Verletzung, was auch immer, dass wir darüber nachdenken sollen, dass wir eben gerade diese Kammer öffnen mit Sitz rein und raus, dass das durchaus patentwürdig ist, dass man über das nachdenken soll, dass man das formuliert, weil gerade das ist nämlich ja unser Punkt. Über das differenzieren wir uns von den anderen. Und von dem her, also da würde er uns helfen. Da hast du ganz recht damit, aber das möchte ich gleich unterstützen. Das ist tatsächlich das System, das ich bei keinem anderen gesehen habe und was auch für mich ganz eindeutig einen Sprung von 50% mehr möglichen Patienten, die normalerweise ohne dieses System nicht reinkommen. Und das ist der Quantensprung bei dem System. Dann schlage ich vor, dass wir intern sowas wie eine Stichwortliste machen, was wir glauben, was Patentansprüche, was patentfähig ist und was Patentansprüche sind. Weil es ist ganz normal bei einer Patentanmeldung, dass man möglichst viele Patentansprüche stellt, auch in dem Bewusstsein, dass der eine oder andere Anspruch dann herausgestrichen wird. Ja? Ich habe heute mit der Frau noch einmal geredet.
weil ich hier einen Patienten in Wien zugewiesen habe. Sie hat sehr wohl Interesse, aber interessanterweise sollte sie von unserer Kammer mehr technische Daten haben damit. Was haben wir von unserer Kammer schon? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn wir wissen, ob das mit der Druckkammer funktioniert, mit dem Druckaufbau und ob die das heilt, das ist ja der erste Test eigentlich schon der erste. Und wenn wir dort wissen, dass da können wir dann richtig einmal reindrücken und mal schauen, ob das Ding, sage jetzt mal, 2 oder mehr Bar aushält, da gehen wir mal an die Grenze, bis es zerreißt im schlimmsten Fall. Dann wissen wir mal, okay, die Kammer kann es. Und dann müssen wir dann eben, Punkt 2, da müssen wir schauen, kriegen wir die Pumpe, die das kann. Und der kritische Punkt, haben wir schon gesagt, sind die Sauerstoffkonzentratoren, dass wir da welche kriegen, die das können. Und bis jetzt, muss ich sagen, habe ich noch keine in dieser kompakten Art und Weise gefunden, die mehr Druck erzeugen. Alle anderen, die geben nur den halben Druck raus sogar. Und eine professionelle Maschine kostet das 10-fache. Und das Wann wissen wir das? Oder wie ist da der Plan? Wie ist da der Zeitplan? Gut, der Zeitplan, ich meine, wir werden jetzt bis Ende Juli ist die Entwicklung fertig. Also ich glaube, das, was wir machen können, sind 2 Dinge. Das eine auf jeden Fall, und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir mal wissen, und vielleicht wisst ihr es was sind denn die Facts, die verglichen werden? Also wir sollten zumindest mal ein leeres Template haben, wo wir die Parameter drinnen haben, die wir vergleichen. Und Markus, da kennst du dich ja auch aus und mit ihr, dass wir mal wissen, was sind denn diese Werte, die zum Vergleichen sind. Das haben wir schon zur Genüge gesagt. Die Werte sind im Grunde, wie viel Druck erzeugst du, wie viele Stufen kannst du dazwischen machen, wie ist das Hinauffahren und das Hinunterfahren, was für Steuerung du da hast. Das sind so die Kriterien, die eigentlich wichtig sind. Also der limitierende Faktor ist scheinbar das Personal, das die Kammer betreut. Auch das möchte ich herausfinden, warum das für ihn so ein Problem ist. Ich erinnere euch dran, ich habe mit dem einen Internisten auch geredet, der hat auch gesagt, in dem Moment, wo sein Personal hat keine Ressourcen frei zum das machen. Und schau mal, Markus, der könnte auch viel mehr machen, wenn er die Leute hätte, die das machen täten. Hat er ja auch nicht. Er hat keine Auslastung, weil er die Leute nicht hat, die dieses konstant betreuen. Wie schwierig ist das und was braucht man da für eine Ausbildung, dass man das bedienen kann? Schwierig ist es im Grunde überhaupt nicht. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, wenn wir jetzt sagen, okay, von dem, was wir jetzt realistisch verkaufen können jetzt am Anfang und welche Zielgruppe wir ansprechen, müssen wir ja eigentlich mal sehr stark im Wellnessbereich gehen, weil das sozusagen eine Personalfrage ist. Nur das ist auch wichtig, dass wir die Telefongespräche und die Interviews jetzt schauen, dass wir Leute in dem Bereich dann auch sehr stark erreichen, die das in dem Wellnessbereich nutzen können. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, die erste Ebene ist sicher mal zu schauen, inhaltlich passt das zusammen, und ich glaube, Markus, da sind wir auf einem guten Weg. Das ist mal der erste wichtige Schritt, weil bevor man über Investment nachdenkt, sollte es mal inhaltlich passen, weil sonst haben wir ein anderes Thema. Und ich glaube, deswegen ist der Weg gut, das zu schauen. Und wenn man dann motivieren kann, sozusagen, nämlich über die Sache dann auch, weil ins Vertriebsnetzwerk kommen wir nur über die Sache. Das heißt, wenn wir ihn so weit interessieren für dieses Thema, dass er das ins Vertriebsnetzwerk reinnimmt, ist das sicher ein gutes Ding. Und das mit einem Use Case zu verbinden, dass man sagt, okay, probieren wir das einmal in einem seiner Hotels aus, und er sagt, okay, ich investiere diese 40.000 Euro im Sinne der Sache und will das ausprobieren in einem Hotel, dann ist das sicher mal ein super erster Schritt, weil damit hätte man einen Kunden, der das testet, der das versteht. Es gibt das nahe Verhältnis, dass man offen über die Sache reden kann. Jetzt geht es darum, dieses Grundbedürfnis in einen Purpose zu formulieren, daraus eine Brand zu entwickeln, einen Claim zu entwickeln und die Markteintrittsstrategie. Dafür haben wir den Guide Garrett Lewis, der uns hilft, das jetzt im Detail vorzubereiten. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie setzen wir das auf, wenn wir sagen, okay, wir bauen eine Brand rund um dieses Thema auf und sagen, okay, es soll eigentlich so ein Lifestyle-Ding werden, wo du dann quasi, prima auch, wenn du quasi gestresst bist, wenn du Dinge hast, dass sich das relaxt, und dass Leute, die sozusagen das wollen, können sich auch zu Hause aufstellen und bauen da halt, so wie du den Vorschlag gemacht hast, dieses Influencer-Thema auf, wo wir das sozusagen da irgendwie promoten in der Richtung. Also ich glaube, was spannend wäre, wenn wir sagen, es ist beim ersten Batch sind 20 Stück dabei. Und wir können davon ausgehen, dass die Leute, die sich das dann reinstellen, selber mit Marketing Schwierigkeiten haben. Das heißt,
wir müssen irgendwie schauen, dass es ein Plug-and-Play ist. Ja? Bestell vor und wir schauen sicher, dass wir deine Konsole auch promoten. Genau. Das heißt, die Kunden können über eine gewisse Plattform auch einen Termin bei dir buchen. Genau. Das müssten wir gewährleisten. Ja. So, der erste Schritt ist ja der Vorverkauf, das heißt, wir müssen das so weit präsentieren auf der Plattform, dass wir das testen können, weil wir müssen in den nächsten 18 Monaten wieder noch sehr viel auch getestet mit dem Produkt. Wie ist es genau, wie schaut das aus? Das ist ja sozusagen in der Frühphase. Wir müssen es aber so weit kommunizieren können, dass jetzt mal dieser Vorverkauf stattfinden kann. Und das Ziel sollten sein, 20 Unternehmen à 5.000 €. Das heißt, diesen Patch, 20 Stück, sollten wir vorverkaufen. Das sind jetzt nicht wenig. Die Strategie ist klar. Wir haben kein großes Sales-Team, wir haben kein großes Marketingbudget. Wir brauchen eine Strategie, mit der wir gemeinsam mit der Community wachsen, das Produkt entwickeln und gleichzeitig auch die Finanzierung aufstellen. Deswegen werden wir es in 2 Phasen aufteilen. Eine Phase ist, wo es darum, das Produkt vorzuverkaufen, und eine zweite Phase, wo es darum, das Produkt direkt beim Endkunden zu testen. Und diese beiden verbinden wir. Wir machen Packages, die wie folgt ausschauen. Im Endeffekt, du als teilnehmendes Partnerunternehmen verdienst eigentlich nur 20-25% an dem, was wir da dir an potenziellen Kunden jetzt bringen. Das heißt, für dich siehst du das sehr stark als Marketingaktivität, aber auch um Kunden zu gewinnen und um weitere Leistungen zu verkaufen und dich sozusagen hier zu präsentieren. Und wir sagen, es gibt die Packages, die dazu dienen, jetzt mal, wenn wir sagen, okay, wir wollen hier um die, sagen wir mal, 400 bis 500 Leute erreichen, die diese Packages kaufen mit 1.000 €. Kannst du mir sagen, wie du sozusagen oder welche Werte du glaubst, die wir da mitgeben sollten für die Brand? Also ich finde zum Beispiel so Sachen wie prinzipiell der Sauerstoff als Element, als sehr einfaches Element, aber die Basis für alles. Dann auch der Buchstabe O ist eigentlich auch sehr schön, weil es einen Kreis bildet. Ein Kreis, quasi Lebenskreis, Lebenszyklus, Erneuerung. Und diese Erneuerung finde ich auch sehr schön, weil eben mit diesem Biohacking diese Erneuerung, man den Körper reinigt, das ist alles immer so diese Kreisbewegung, dieses Wiederkehrende. Die Brand müsste alles sehr rund sein. Es müsste auch das Gerät an sich ist rund. Nur die Zielgruppe ist, wir wollen ja sozusagen, und wir haben ja gesagt, dass wir verkaufen ja nicht nur die Kammern, sondern wir verkaufen ja eigentlich die Teilnahme in einem Ökosystem. Was fallen dir ein an Mehrwerten, die wir dort draufschreiben sollen, damit wir das quasi gut kommunizieren können? Es gibt das Paket, wo du halt unterschiedliche Partnerbetriebe besuchen kannst und testen kannst und generell dieses Live-Hacking mehr ausnutzen kannst. Und ich glaube, da ist der Mehrwert für die Community da ist der Mehrwert von unserer Kommunikation her. Was wir natürlich mitbieten können, ist, wir können Discount-Pakete zusätzlich anbieten und sagen, okay, du kaufst halt 10 Gutscheine für einen Betrieb deiner Wahl, einen Partner, und hast zusätzlich 5 Tickets woanders. Ja? Wir haben einmal die ersten Vorschläge für Namen, die habe ich jetzt mitgebracht, die ich gerne mit euch mal vortesten will. Mir geht es jetzt darum, einfach nur, wir sind jetzt noch nicht fertig, ich will das gerne dann am Samstag gemeinsam die nächsten Schritte setzen. Mir geht es jetzt nur darum zu sehen, quasi wie ihr reflektiert auf unterschiedliche Namen. Also es ist da noch logischerweise wird die Entscheidung ja von euch getroffen, aber sozusagen ich will jetzt nur mal schauen, wie quasi welche Namen da in eure Richtung reingehen. Was haltet ihr von We Press Life? Wir atmen Leben? Fällt mir spontan gut. Und hätten da auch noch eine Variation davon, einfach nur den Slogan müssen wir dann noch gemeinsam entwickeln, aber sowas wie dein Weg zur Lebensfreude, Regeneration und Energie. Aber wenn die Richtung auch für euch passt, nämlich auch, dass es Englisch ist, wir glauben, dass Englisch wichtig ist, weil wir auch später mal international sein wollen und sozusagen das jetzt nicht hinderlich ist. Also für mich passt die Richtung. Für mich passt die Richtung auch. Ich finde es gut, wenn es gleich schon international ist, dann braucht man nicht einmal Land überlegen, weil Englisch kann man im Normalfall, zumindest die Live, Breeze, Press, was auch immer, das checkt man. Genau.
Also auch noch dazu sagen, es geht nur um den Namen, wie man das dann schreibt und so weiter. Wenn wir uns da geeinigt haben, gebe ich das nochmal den Designer, der wird Vorschläge dafür machen. Da kommt dann noch was Eigenes.